glaube, sie läuft jetzt. Ihr fragt euch sicher, was wir hier gerade in Bulgarien, genauer gesagt in Sofia, machen. Ja, das fragen wir uns auch. Wir haben nämlich nur gehört, wie David groß im Unternehmen rumerzählt hat. Er muss irgendwas ganz Tolles, was ganz Großes für die Achterbahn für Kroatien hier in Sofia machen. Ja, wir sind in Bulgarien. Und nicht in Kroatien. Und vor allem, was David ohne uns wieder macht. Wir gehen jetzt mal auf die Suche nach David und gucken, was er da so treibt. Wir suchen David. Wir suchen David, ja. Komm, nimmst du sie mit? Ja. David! 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 Sollen wir noch ein bisschen Sightseeing machen? Ich meine, wir haben ihn jetzt gerade nicht gefunden, gell? Ja, du, der kann auf uns warten. Der weiß ja nicht, dass wir kommen. Komm, wir schauen uns mal ein bisschen um. Ja, schön. Schau mal, das da hinten sieht schön aus. Was an Sofia sofort auffällt, ist die hohe Dichte an wichtig wirkenden Bauwerken. Klar, ist ja auch die Hauptstadt. Ist so üblich. Nicht so üblich für europäische Hauptstädte dagegen ist die Lage am Fuße eines über 2000 Meter hohen Bergmassivs, dem Vitosha-Gebirges. Im Schutze dieser Berge lebten schon in der Jungsteinzeit Menschen. Seitdem ist das Gebiet durchgehend besiedelt. Sofia ist damit eine der ältesten Städte Europas und steckt voller Geschichte und Kultur. Bevor das heutige Bulgarien entstand, herrschten hier Thraker, Römer, Osmanen, Zaren und hinterließen alle ihre Spuren. Und jetzt wird die Stadt auch noch von David heimgesucht. Naja, die Bulgaren sind ja Kummer gewohnt. Aber auch in schwierigen Zeiten kämpften sie sich immer wieder hervor, schufen Kunst und Kultur. So wie Davids Film jetzt? Ob das Kunst wird, ich bin mir nicht so sicher. Aber es werden zum Beispiel viele andere internationale Filmproduktionen heute hier gedreht. Der Löwe ist das Wahrzeichen für Bulgarien. Hier zu sehen an der Kirche der heiligen Sophia, von der die Stadt ihren Namen hat. Sophia ist die Verkörperung der Weisheit. Hoffentlich sind sie so weise, David Profis an die Seite zu stellen. Die Statue der Sophia beobachtet das Ganze auf jeden Fall schon mal mit strengem Blick. Du, schau mal da oben. Das ja? sieht doch schon mal ein bisschen nach, das ist doch so ein Rigging. Das sieht doch ein bisschen irgendwie nach Filmset aus, oder? Ja. Und es riecht auch nach David. Komm, wir gehen da mal ein Stück näher hin, aber nimm du mal die Kamera, das Ding wird langsam schwer. Hä, guck mal, hier ist ein Technikwagen. Schau mal, und da ist Catering. Da kann David echt nicht weit sein. Was ist das da hinten? Ich verstehe das auch nicht, warum man hier nach Bulgarien muss, um so einen Also ich meine, das kleinen hätte man auch in Kappel machen können. um so einen kleinen Film zu drehen vom David. Das ist so, ich finde, der macht sich viel zu wichtig aktuell. Ich verstehe das nicht, was Ich weiß das nicht, soll. von wem er das hat. Nee. Schau mal da. Hä? Was macht denn ein Bild vom Chef da? Patrick, schau mal, da ist er doch. Ah ja, David. super. Haben wir gefunden? Hey, David, hey, wir suchen dich den ganzen Tag überall in Sofia. Du bist einfach abgehauen. Nee, ich muss hier mein Interview schneiden. du da? Ja, ich schneide mein eigenes Interview. Interview? Hast Ja, du ihr geführt? wart, ja klar, Mit wem? ich habe das mit mir geführt. Das ist ja super. Dann müssen wir warum super? Weil dann müssen wir sind machen. David macht wieder sein eigenes Ding. Nee, das bauen wir ein, fertig, Schluss. Hi David, super, dass wir dich hier in Sofia in Bulgarien angetroffen haben. Beim Dreh zu unserem geilen Tesla-Film, zum neuen Coaster. Und dass wir da ein bisschen drüber reden können. Ne? Aber weißt du was, ich glaube, jetzt geht ja endlich mal dein großer Traum in Erfüllung. Du darfst endlich mal einen richtigen Film drehen. Ich glaube, zu dem Anlass, da können wir mal... Du hast uns zu dieser Tesla-Geschichte zum Coaster ja schon viel erzählt in der anderen Folge. Und du hast uns auch das Buch gezeigt. Und dieser Film, den ihr jetzt hier macht, das ist jetzt die Verfilmung von diesem Buch. Ja, es ist nicht direkt die Verfilmung des Buchs, sondern wir machen das bei McMagic ja so, dass wir erstmal eine Grundstory entwickeln für unsere neuen Attraktionen, für unsere neuen Welten und die dann in ganz vielen verschiedenen Formaten erzählen. Ne? Und auch immer aus einer etwas anderen Perspektive, für ein etwas anderes Zielpublikum. Und das Buch ist ja das Kinderbuch, das erzählt aus der heutigen Perspektive, wie die Schüler der Abenteuerakademie Europas diese Geschichte um Tesla wiederentdecken heute.
Und der Film, das wird jetzt ein 4D-Film, in dem wir aber direkt in der Zeit erzählen. Also in dem Film sind wir direkt 1881 und erzählen die Geschichte von Tesla selber. Du sagst 4D-Film, kann ich mir das ungefähr so vorstellen wie die lustigen Animationsfilme mit Ed und Edda im 4D-Kino oder wie jetzt Happy Family? Ja, nicht ganz, weil klar, es ist ein 4D-Film, der läuft im Magic Cinema 4D. Aber es ist ja kein Animationsfilm, sondern es ist ein Realfilm. Wir drehen ja in echten Sets, machen keine Animation. Und es wird auch so ein bisschen vom Ton her nicht so ein lustiger Kinderfilm sein. Klar, es wird auch was zu lachen geben. Aber der Film wird ein bisschen ernster, ein bisschen spannender, ein bisschen epischer hoffentlich. Weil auch der Coaster hat ja eine etwas ältere Zielgruppe. Und die wollen wir natürlich auch mit diesem Film ansprechen. Also im Prinzip so ein bisschen wie bei Aufbruch nach Batavia, dem Kurzfilm zu Batavia. Ja, genau. Also im Prinzip ist es wieder die gleiche Idee. Es ist wieder ein Kurzfilm zu einer ACE-Geschichte. Nur, dass natürlich der Batavia-Film damals eigentlich als Trailer für die Attraktion gedacht war. Und dann ist der aber so bildgewaltig geworden, dass wir den unbedingt ins Kino bringen wollten. Und diesmal ist der Film von vornherein als Kinofilm konzipiert und auch als Kurzfilm mit 4D-Effekten. Das heißt, er wird in 3D sein, er wird jede Menge 3D-Effekte haben und auch die entsprechenden 4D-Effekte mit Wasser und so weiter haben. Und warum genau dreht ihr den Film hier in Bulgarien? Weil ich dachte, bei der Tesla-Geschichte geht es ja um Kroatien. Ja, wir sind deshalb hier in Bulgarien, weil wir für diesen Film zusammenarbeiten mit Bubu Studios. Das ist eine großartige Produktionsfirma hier aus Sofia. Und der Michael Mack hat die gefunden vor so ein paar Jahren, als er nach Partnern für solche Filmproduktionen gesucht hat. Denn das Besondere bei denen ist, die können sowohl Animation, die können Special Effects, als auch so Realfilmproduktionen, wie wir die hier machen. Und wir haben jetzt schon bei verschiedenen Projekten mit denen zusammengearbeitet. Zum Beispiel bei Snorri haben sie viel geholfen, aber die haben etwa auch den Jopi animiert aus dem Batavia-Film. Und jetzt ist das natürlich genau das, was wir brauchen. Jemand, der beides kann, Realfilm und Effekte, um so ein Projekt umzusetzen. Aber wir filmen nicht nur in Bulgarien, sondern wir werden dann auch noch mal rausgehen und an Originalschauplätzen in Kroatien filmen. Denn, wie du richtig gesagt hast, die Story spielt ja in Kroatien. Und wo und was dreht ihr genau inhaltlich? Ja, ich will natürlich inhaltlich noch nicht zu viel verraten über den Film. Es soll ja ein bisschen spannend bleiben, was da dann vorkommt. Aber was man natürlich sagen kann, wir drehen hier in Sofia in einem alten Originalschauplatz das Labor von Tesla. Das haben wir hier komplett aufgebaut, die Kollegen von Bubu Studios. Wir haben hier das kleine Modell von Teslas Experiment. Den Turm kennt man ja schon von den verschiedenen Key Visuals. Wir haben aber auch den Turm in groß nachgebaut und hier passiert ganz viel vom Film natürlich von Tesla. Und dann haben wir auch noch verschiedene Außendrehs in Greenscreen-Studios. Wir sind in Kroatien auf einer schönen Insel, zeigen da nochmal die Schönheit von Kroatien. Also da wird sehr viel einfach Wunderschönes zu sehen sein in diesem Film. Lasst euch überraschen. Ja, und wie macht ihr das, dass das dann am Ende alles zusammenpasst? Also dass es nachher in der Attraktion genauso aussieht wie hier am Filmset? Ja, also zum einen haben wir natürlich eng zusammengearbeitet mit der Produktionsfirma, die die ganzen Props gebaut hat. Unser Design-Department vom Park hat sich mit denen abgestimmt, denen auch Designs geschickt. Und ja, bestimmte Dinge vom Set werden dann vielleicht auch in der Achterbahn noch mal auftauchen. Also müsst ihr dann mal genau hinschauen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, das Entscheidende ist ja, dass das Feeling das gleiche ist. Ne? Also es wird jetzt nicht 1:1 genau so aussehen. Darauf kommt es auch gar nicht an. Sondern das Entscheidende ist, dass die gleiche Atmosphäre und die gleiche Emotion rübergebracht wird. Und ich glaube, das kriegen wir mit Achterbahn und Film gleichermaßen gut hin. Ja, danke David für das tolle Interview. Wie immer total präzise und sympathisch. Was machst du denn hier überhaupt in Bulgarien? Ich drehe hier jetzt endlich meinen Film. Der Herr Mack hat mir endlich mal die große Chance gegeben, meinen Traum zu verwirklichen, meinen eigenen Film zu drehen zur Achterbahn. Einen Traum zu verwirklichen? Ja, den großen Film zur Achterbahn zu drehen. Ja, aber dann zeig uns doch mal, was du machst. Jetzt sind wir extra hierher gekommen, haben dich tagelang gesucht. Ja, und jetzt zeig uns doch einfach mal, was du machst. Passt auf, Leute, ich stelle euch mal den Peter vor, der ist nämlich hier der Regisseur, der das quasi noch gemeinsam das bist nicht du, immerhin. Na, ich habe das alles aber entwickelt, aber der Peter ist halt ein Profi, der setzt das um, wie der Herr Besson. Ich stelle euch den mal vor. Kommt. Aber nimm mal die Kamera wieder mit, die ist ganz schön schwer. Okay, na gut, komm.
Hey, Peter. Hi, I would like to introduce Hey, you. David. Hi, I would like to introduce you to these two guys. Hi, Lucas. very nice to see you again. Nice to meet you again. Hi, Patrick. We are here in an old building. What kind of building is that? It's an old train station which is not used anymore, and we convert the whole place in a Tesla laboratory set. So yesterday this was a laboratorium and today we are outside. Yeah, this was a completely different set yesterday, and now we convert this to something which should be outside the city. It looked fantastic. We saw some pictures from the last couple of days and I'm super excited about to see everything finished. But it's not the first project you're doing for us for Europa Park. Oh yeah. What have you done before for us? Oh yeah, we worked for the last 5 years together, which is great because it's a part of our company values to build deep relationships with our clients, and it's not a client-based relationship anymore. It's like partnership together, and I'm super happy that after these years of working together, Michael Mack trusted us with this project. It's very impressive, very interesting project about Tesla in a different era with interesting sets and a lot of action. Our idea is to make it more like a Back to the Future feeling. This is our reference. And yeah, what we've done, we've worked on Yopi, we work on Snorri together for the last 5 years, different projects, very interesting project for us. And I've been in the park many times. And I also lived in Freiburg many years ago. Are you also looking forward to the roller coaster? Yeah, I've heard it will be very extreme, interesting, and there is new things there. I'm looking forward to test it myself and with my wife. She's a big fan. She tries all the roller coasters in your park every time. So I think you're pretty busy with getting the movie done, so thank you very much for your time. Thank you very much. Thank you. How is it to play Nikola Tesla, a historical person? And he was quite a melancholic person, by the way, but basically the idea here is to look at him in a different perspective. Like not the guy who is depressed and melancholic, but the guy who is like enthusiastic about creating new stuff. And it's interesting to represent him in that kind of perspective. We just entered here and I'm totally amazed by everything that is happening here. It's quite remarkable, isn't it? Yeah. The place, how they managed to turn it into a laboratory. Yeah. Like it, the guys are doing really good job with the environment, with the atmosphere. And you can tell He's doing a very good job. hopefully. That's good. Hopefully I am. Well, we shot a part of a commercial the other day, and just the way they fixed it in a couple hours, it looked really good. It looked amazing. So thank you very much for your time. Thank you too. It was pleasure for me. And Fun. How is it for you to play in this pretty special movie, because it's not a movie for the cinemas, it's a movie for a theme park, which is something special, or is it pretty normal for you? Well, I don't think that it makes a difference for me, because I like the character a lot. I like the story. I actually love the story, the script. So that is what is important for me. Can you tell us a bit about the story and about your character? The story is about Tesla. As we all know, he's a famous physician. He's working on his apparatus with which he will be able to transfer people from point A to point B. And Eric is one of his friends, again, physician, who supports him. Jelke is a representative of AC, the Adventure Club of Europe. And she's interested in new, interesting ideas, in new inventions. Basically, she's interested in their ideas and wants to support them. She believes in their success. So for me, it's the first time that I'm able to go on a set for a movie like that. There's so many people working on it, so many different departments. Is it all exciting for you? Well, it's not my first time, so I'm used to it, but I like it, I enjoy it, it's what I love doing. So for me, it's really fun, and actually the team is wonderful. We clicked right away as a team, so it's really positive energy on set, so we're enjoying it a lot, definitely.
we also enjoying it a lot to visit you. So thank you very much. I'm glad you're enjoying it too. Und Jungs, was sagt ihr so? Hat es euch gefallen? Beeindruckend, wirklich Respekt. beeindruckend. Also da kann man. Das ist echt Ja, also eine das große wird Kiste. große Kiste, großer Film. Also bin echt gespannt, das erste Mal auf großer Leinwand zu sehen. Ich hatte jetzt auch wirklich gerade das Bedürfnis, da rausgehen zu müssen. Da sind so unglaublich viele Leute überall. Ich stehe da überall nur im Weg. Was ja ein bekanntes Problem bei dir ist. Also, ja. Das ist eine Kernkompetenz. Aber trotzdem, also wirklich, für uns reicht es. Wir haben es uns jetzt Ja. mal angeguckt. Wir lassen euch jetzt auch in Ruhe, weil wir können wirklich nichts dazu beitragen. Ich glaube, wir sind auf der Baustelle besser aufgehoben. Ja, und unser Flieger geht ja eh bald. Unser Flieger geht wie bei Wetten, das. Genau. Aber wir haben noch eine Überraschung, oder? Ich glaube, wir zeigen jetzt im Anschluss, es wird genickt, wir zeigen jetzt im Anschluss den offiziellen Trailer Genau. zu Ja. dem Film, den es dann bald im Magic Cinema zu Gibt's sehen bald im gibt. Magic Cinema, genau. Also, viel Jetzt, Spaß. oder? Ja. Ich glaube, das ist wieder so ein Moment, wo jetzt die Regie dann das reinschneidet. Ja. Und wir gehen jetzt zurück auf Baustelle. Es gibt noch Gibt's da was Sandwiches, zu ne? essen? Also so ein Cateringwagen, da könnte ich mich dran gewöhnen. Schauen wir mal, was dieser Musterstudent von Ihnen treibt. Wie ist der nochmal? Nikola Tesla, Hauptmann. Wir können ihn von einem Punkt A zu einem Punkt B schießen. In Form von Blitzen. Wie zur Hölle konnte der das so schnell bauen? Du bist ein Genie, Jelitza. Der Apparatus funktioniert wirklich. Dies bedeutet das Ende des Dampfzeitalters. Eure Türme machen den Leuten Angst. Die Presse behauptet, ihr öffnet ein Tor zur Hölle. Ich erledige das. Erik, was ist passiert? Was tun Sie denn da? Der Apparatus ist nicht bereit. Es ist nicht sicher. Willkommen im elektrischen Zeitalter. Wir würden jede Schlacht gewinnen. Jeden Krieg. Der ACE wird das nicht zulassen. Mit Ihrer Maschine werden wir das gesamte Land unter Kontrolle bringen. Das ist der einzige Ausweg. Ich liebe dich. Macht euch bereit für Nikola Teslas Voltron. Was für eine Höllenmaschine ist das hier? Das ist die Dusche. Mit dem zweiten. Can I have this man iced besser? tea or what is the blue one? Yeah, yeah, yeah. Or orange juice, yeah, perfect. Yeah, thank you. Schmeckt gar nicht mal so gut.